Moin bei Kugelbahn.de. Es gibt was Neues von Gravitrax und zwar habe ich hier die neuen kleinen Sets, die Gravitrax Go Sets. Einmal das Explosive, da ist unter anderem der Vulkan mit drin. Dann gibt es noch ein weiteres kleines Set, das ist das Flexible und dort ist, wie man sieht, das Trampolin mit dabei. Und neben diesen beiden kleinen Sets gibt es auch noch was Größeres. Das ist das Twist Set, richtig? Ja, das ist das Action Set Twist. Huch, das ist so groß, wollte ich schon zu nah in die Kamera halten. Und wir packen in diesem Video die Sets einmal aus und schauen uns an, was drin ist. Viel Spaß dabei! Ich würde sagen, wir legen einfach mal los hier mit dem Go Set Flexible. Und auch hier ist es so, es gibt keine Folie mehr um die Verpackung, sondern einfach nur diese 4 Sticker. Und diese Sets sind zwar vollwertig zum Bauen gedacht, allerdings sind hier natürlich wenig Teile drin. Das sind so Einsteiger-Sets. Ich dachte erst mehr so Go wäre dann was für die Reise, so eine Art wie ein Reisespiel halt. Ich habe jetzt hier die Packung aufgemacht. Hier ist das Trampolin auf jeden Fall drin. Passt das so? Ja, das passt so. Hier ist das Trampolin drin und dann gibt es hier weitere Teile. Und zwar 1, 2, 3 Kurven sehe ich bis jetzt. Vielleicht sind noch welche dabei. Dann gibt es einiges an Höhensteinen, also einiges ist übertrieben. Das sind jetzt 5, 6 graue Höhensteine. Dazu gibt es noch 4 Schienen. Habe ich nicht eben 4 gezählt, da sind nur 3 Einser-Schienen drin. Und eine Zweierschiene, genau. Eine kleine Bedienungseinleitung. Hier sind auch ein paar Bahnen drin, die man nachbauen kann. Und ein Highlight, was in diesem Set hier wirklich neu ist, das sind diese kleinen Grundplatten, die halt nur wirklich ein Feld groß sind. Ich halte die mal hier in die andere Kamera rein und die haben natürlich auch ein Loch. Ich habe das Ausstandsteil schon rausgenommen und hier kann man dann beliebige Höhensteine dran setzen. Die stappen auch gut rein, wie man hört. Und so sieht das dann aus. Und ich kann natürlich an diese Basis oder Grundplatten, Mini-Grundplatten nenne ich sie jetzt mal, weitere Teile dran stecken, wie man das halt von den normalen Grundplatten auch bereits kennt. Davon sind es hier also pro Ausstandsplättchen sind es 4 und es waren noch mal 2 Lose dabei, die ich gerade rausgemacht habe. Also 3 mal 4 ist 12, sind das 14 Stück insgesamt in so einem Set mit bei. Und es sind auch wirklich 3 Kurven. Und hier ist noch der Zielstein noch mit bei. Ein schräger Trampolinstein gibt es da noch. Und insgesamt sind das also 2, 4, 6, 7 graue Höhensteine und ein schwarzer noch. Und natürlich selbstverständlich eine Kugel, ist ja schließlich eine Kugelbahn. Und das Trampolin halt ist jetzt für den Preis, ich glaube die kleinen Sets kosten 17,99 €, ist okay, wird aber meistens ja nicht zum Listenpreis angeboten, sondern deutlich darunter. Deswegen sehe ich die Teile eigentlich gar nicht so sehr als Einstiegsset, sondern eher als Teilespender, wenn man noch ein paar Sachen braucht, wie Höhensteine und vor allen Dingen diese neuen kleinen Dinger werden ja wahrscheinlich nur in diesen Sets erhältlich sein und sonst eben, wie gesagt, nirgends. So, packen wir uns das nächste Set hier und zwar ist das Explosive und dort ist ja der Vulkan mit bei. Auch hier 4-mal Ritzi-Ratzi gemacht, leicht den Karton beschädigt. Und auf mit dem Teil und hier ist auf jeden Fall was anderes dabei. Hier ist eine Weiche mit dabei. Hier sind auch sogar 3 Kugeln. Gut, klar ist ja auch der Vulkan mit am Start, der ebenfalls hier ist. Jetzt suche ich noch das Weichenteil, werde ich gleich wohl finden. Hier ebenfalls ein Balls and Spinner, der war bei dem anderen auch dabei, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Hier sind es 3, 4 Kurven sogar, nicht nur 3 wie beim anderen Set. Dann gibt es Höhensteine, so wie es aussieht nur graue. Davon sind es insgesamt bisher 4, 5 graue Höhensteine. Einmal wieder der Zielstein mit der grünen Zielplatte darin. 1, 2, 3, 4, 6 kleine Schienen, also Einser-Schienen und eine Zweierschiene ist damit bei. Ebenfalls wieder die Aufbauanleitung. Und für die Weiche gibt es merkwürdigerweise kein Weichenteil.
Das ist ja auch sehr merkwürdig. Ja, steht auch nicht bei. Okay, das bringt bei der Bahn wahrscheinlich nichts, weil ich auch nur ein Ziel habe. Aber ja, schon komisch. Und auch hier natürlich das Anleitungsheftchen mit verschiedenen Beispielbahnen drin. Und ja, eigentlich war es das dann hier auch schon. Möglicherweise sind hier mehr von diesen Grundplatten drin, aber nein, es sind auch 3x4 Stück in jeweils einer Platte drin. Das macht also 12 und die 2, die hier in diesem einzelnen Teil noch mit drin sind. Und das war das Explosive Set. Wie gesagt, 3 Kugeln und der Vulkan. Vulkan fällt mir gerade ein, dass der Vulkan, der Tip-Tube und der Hammer sehr wahrscheinlich nicht mehr einzeln als Erweiterung erhältlich sein werden, sondern nur noch in diesem Erweiterungsset Push heißt es, glaube ich. Also wer noch Restbestände sieht im Laden vom Hammer oder Tip-Tube oder Vulkan, sollte möglicherweise zugreifen, denn das dürften die letzten sein, die da einzeln erhältlich sind. Ob das Set Push aber weiterhin erhältlich sein wird, das weiß ich leider auch nicht. So viel dazu, nur ein kleiner Exkurs. Und das packe ich jetzt auch erstmal wieder ein, denn jetzt gucken wir uns noch das große Set Twist an. Okay, dann geht es weiter mit dem Set Twist. Und hier sieht man schon, an der Verpackungsgröße sind natürlich ein paar mehr Teile drin. Und zwar 101 Stück. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Rückseite, was das so alles ist. Es sind auf jeden Fall 2 Erweiterungen dabei. Wenn ich das richtig sehe, die Spirale ja logisch. Und auch wieder die Trampoline. Hier ist dann auch eine kleine Beispielbahn mit drauf. Und ich schaue jetzt mal durch, da müssen wir nicht alles gleich durchzählen. Es sind 14 Kurven, einmal den 3 in 1, einen Trichter, zweimal die Kreuzung, 3 Basissteine zum Einsetzen. Ach so, klar, die 4 Stück und einer mit Bodenteil geschlossen. 2 Weichen. Ein Balls and Spinner, 2 Fänger sind drin, einmal die Zielplatte, die einfach dann in jeweils einen von diesen Basissteinen eingelegt werden kann. Dann gibt es hier einen Splash, einen Freifall, 20 graue Höhensteine, 12 schwarze Höhensteine, 2 Trampolinsteine, ja klar sind auch 2 Trampoline drin, dann 6 von den kleinen Grundplatten, sehr praktisch sind die, und auch 4, wie sie bisher nur in dem Starter-Set Light drin waren, diese halben kleinen Grundplatten, die auch sehr praktisch sind. Eine kleine transparente Ebene, eine Spirale, 9 1er-Schienen, 6 2er-Schienen und 3 1er-Schienen und 3 Kugeln sind mit dabei, Zielleiter und Bedienungsanleitung logischerweise auch. Okay, dann machen wir das Ding auch mal auf. Was drin ist, wissen wir schon. Und es wird ja wahrscheinlich so eingepackt sein wie alle anderen. Und ich finde so, dieses Weiße und das Grüne sieht irgendwie nach wie vor bei Gravitrax am besten aus, oder? Das hat irgendwie was. Möglicherweise ist das aber auch einfach ein bisschen Nostalgie, die mir da gerade aufkommt. So, hier ist das Bedienungsanleitungsheftchen, wo man halt natürlich die Sachen erstmal erklärt kriegt, wie was funktioniert und so weiter und so fort. Und dann kann man hier wahrscheinlich auch ein paar Beispielbahnen aufbauen, die natürlich durch die Grundplatten sehr coole Formen haben. Und da lässt sich auch mit den großen Platten gut was zusammenbauen. Ist also auf jeden Fall schon ein etwas größeres Ergänzungsset. Ich habe gerade gar nicht den Preis im Kopf, sage ich gleich noch mal was zu. So, und hier sind die beiden Trampolinsteine, die grünen Einsätze. Man kennt es ja, die Höhensteine sind hier in den Packen und hier die ganzen Zusatzteile und Kurven, und so weiter und so fort. Ich habe schon so viele Sachen ausgepackt und ich glaube, den Inhalt, den kennt so ziemlich auch jeder. Und hier sind jetzt auch die beiden Trampoline mit drin. Wie gesagt, hier die Steine dazu. Sehr praktisch ist auch immer die transparente Ebene hier und halt der ganze andere Klimbim mit den Spiralen und so weiter. Hier ist das Schienentütchen und hier sind die 3 Kugeln drin und hier natürlich auch der Balls and Spinner, der halt als Starter dient und dient. Und hier die halben kleinen Grundplatten, die ja eigentlich mit am interessantesten des ganzen Sets sind. Jetzt fallen mir schon die ganzen Sachen daraus. Ich zeige die mal jetzt hier so in die Kamera rein. Das sind die halben. Wenn ich die verbinde, habe ich eine ganze große kleine Grundplatte und davon gibt es, wie gesagt, 4 Stück. Und die großen kleinen Grundplatten, die sehen dann so aus. Die haben dieselbe Größe wie eine transparente Ebene letzten Endes und dort kann man dann schön um die Ecke bauen.
Jo, ihr wisst jetzt, was in den 3 neuen Sets drin ist, und ich baue jetzt aus den Sachen noch eine Beispielbahn auf. Ich habe noch was Neues hier rumliegen, da kommt das Video dann in den nächsten Tagen zu. Deswegen klickt jetzt auf die Glocke, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das neueste Video gibt. Und jetzt kommt hier noch die Beispielbahn. 17,99 € kosten die kleinen Sets Listenpreis und das große Set Twist kostet 39,99 € Listenpreis. Die werden natürlich ein bisschen billiger, man kennt das ja. Kaufgrund für diese Sets für erfahrene Gravitraxer sind auf jeden Fall die kleinen Grundplatten und auch die ganz kleinen Grundplatten, und alle anderen finden hier eigentlich ein ganz gutes Einstiegsset, was natürlich sofort erweitert werden muss. Ich würde trotzdem als Einsteiger empfehlen, ein ganz normales Starter-Set und 2, 3 Erweiterungen zum Start dazu zu kaufen. Und jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, abonniert kugelbahn.de und denkt an das Bimmelbammelglöckchen, denn da werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt. Ciao! Okay, ich würde sagen, wir